Dann wir noch parkieren. Zum Glück kann der neue GLC selber einparkieren. Willkommen zum neuen Car Review auf dem Memel Frey Channel. In den letzten Jahren ist der GLC zum meistverkauften Modell von Mercedes geworden und heute haben wir den mit dem längsten Namen im Review. Er heisst nämlich Mercedes-Benz GLC 400e 4MATIC Coupé with EQ Hybrid Technology EQ-Star. Zuerst schauen wir zusammen das Exterieur an, dann wie er sich innen anfühlt, das ganze Infotainment, nachher gehen wir fahren und schlussendlich sehen wir dann das Fazit. Im GLC haben wir 3 verschiedene Designlinien, Avantgarde-Line und wie wir sie hier haben, AMG-Line. Zusätzlich aussen gibt es noch die Möglichkeit, Night Package zu specken. Hier in der AMG-Line haben wir so die verbreiterten Hamsterbacken mit Lufteinlass. Night Package macht die Grillumrandung und hier unten die Frontlippen schwarz. Und zusätzlich haben wir die schönen Mercedes-Sterne im Grill. Da haben wir das Digital Light, das Pixel-LED-Licht und mit ganz vielen verschiedenen Motorenvarianten. Die schauen wir jetzt mal an. Bei den Motoren kann man zwischen 3 Dieselmotoren, 3 Benziner und 4 Hybridmodelle auswählen. Die Top-Version ist der GLC 63 mit 680 PS. Da haben wir jetzt aber den GLC 400e Hybrid mit knapp 381 PS. Auf der Seite haben wir Minimum 18 Zoll Felgen, jetzt hier 20 Zoll AMG Felgen. Dank dem Night Package wieder die schwarzen Spiegel, die schöne Coupé-Form und hinten für den Plug-in-Hybrid die Ladeklappe. Geladen ist das Auto von 10 auf 80% in 20 Minuten und hat eine Reichweite von Werksangabe 130 km, realistisch gesehen eher 100. Und jetzt schauen wir mal das Heck an. Neu haben wir beim GLC die Hecklichter, die über den Kofferraumdeckel reingehen. Da hinten mit dem schwarzen Balken, um es zu verbinden. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nicht gerade ein durchgezogenes Licht ist. Macht aber Sinn, weil der wäre es zu ähnlich wie EQ-Linie. Was haben wir sonst hinten noch? Leider die übelste Form von Fake-Auspuff, die aussehen wie Auspuff, aber leider keine sind. Aber ansonsten finde ich es wirklich ein sehr gelungenes Heck, auch sehr schön mit dieser kleinen Lippe hinten drauf. Schauen wir mal, wie viel Platz er noch hinten hat. Der Kofferraum jetzt mit serienmäßig elektrischer Ladeklappe. Hier oben, wenn man es konfiguriert hat, zudem noch die Anhängerkupplung, die man rauslassen kann. 2000 Kilo Zuglast und zum Glück kein unangenehmer Ton, wenn man sie rauslässt, wie wir es ja von anderen Herstellern kennen. Der Boden ist ein bisschen erhöht aufgrund des Hybridsystems. Darunter, gerade unter dem Kofferraum, ist die 31,2 Kilowattstunde Batterie. In der Coupé-Version haben wir um die 400 Liter Kofferraumvolumen. Und wenn man die Sitz ganz unten hat, 1400 Liter Kofferraumvolumen. Aufgrund der Coupé-Form kann man die Fläche nicht so effizient nutzen. Darum eben muss man sich wirklich überlegen, wie viel man mitnehmen will. Die Sitz kann man auch elektrisch runterlassen, per Knopfdruck da hinten. Und dann hat man wirklich doch relativ viel Platz. So, jetzt zu dem wunderschönen Fond. Wie sieht es aus mit der Sitzposition? Ich kann mich jetzt nicht beklagen, vor mir ist genau geguckt, weil er gleich gross ist. Ich habe genug Platz. Was ich super finde, ich kann meine Füße unter den Sitz drunter schieben. Bei der Kopffreiheit wird es jetzt ein bisschen schwieriger mit der Coupé-Form. Es ist gerade so akzeptabel. Wir haben eine schöne Mittelkonsole. Wenn ich einmal klicke, kommt eine Handyhalterung rein, wo ich das Handy ohne Hülle rein tun kann. Und wenn ich nochmal klicke, können wir noch 2 Cup-Holders führen. Und so kannst du tiptop auf einem langen Trip deine YouTube-Videos schauen. In der Mitte haben wir noch optional Climate Controls. Das Panoramadach geht in der Coupé-Version nicht bis hinten. Aber was ich super gelöst finde, ist die Isofix. Die sind so aus Plastik, sind aber festgemacht. Das heisst, ich kann sie einfach reindrücken und sie sind nicht ein einzelnes Teil, das man irgendwie noch verstecken muss. Dann haben wir zusätzlich da noch so luxuriöse Flugzeug-Style-Ablagefächer. Sehr cool finde ich, dass die Scheiben sogar im Coupé bis fast ganz runtergehen. Die Türe ist auch sehr schön designt mit diesen so ein bisschen smoothen, schwebenden Formen. Da hinten auch mit Ambientelicht. Die Burmester-Anlage auch in so einer kleineren geschwungenen Form. Alles schön mit Leder bedeckt und da oben auch mit Fake-Leder, aber trotzdem, es fühlt sich alles super wertig an. Im Innenraum haben wir die 2 Designlines, Avantgarde und AMG-Line, die sich vor allem im Lenkrad unterscheiden. In der Mitte haben wir einen grossen Bildschirm, wo wir alles darüber steuern können. Ein paar Bedienelemente hier unten, plus eine grosse Ablagefläche für 2 Getränke und das induktive Laden. Und hinten haben wir Mercedes-typisch noch die 2-geteilte Ablagefläche, wieder mit USB-C-Anschluss. Als Standard haben wir beheizte Sitze vorne, elektrisch verstellbar, plus Kopfstütze kann man über diese Bewegung
ganz smooth einstellen. Die Sitze finde ich sehr gelungen vom Design her, sind auch super bequem, man hockt tief. Unterstützt vom höheren Armaturenbrett, haben wir echt das Gefühl, man hockt in einem sportlichen Auto drin. Da oben das schön belederte bzw. mit Fake-Leder überzogene Armaturenbrett finde ich wunderschön, auch mit den Lüftungsschächten, die hier in der Mitte sind. Plus mit dem Holz zusammen gibt es so ein einen nautischen Touch. Da haben wir ein Setup-Display oben, plus vorne das Digital Driver Display, wo man all seine wichtigen Informationen sieht beim Fahren. Die ganzen Sachen tut man über das Lenkrad bedienen, wo eine Mischung zwischen Touch und normal haptischen Knöpfen hat. Es sieht sich jetzt noch, wie es beim Fahren sich so verhält, aber bis jetzt finde ich es angenehm zum Bedienen. Es hat trotzdem so ein haptisches Feedback, wenn man drückt. Und das Touch ist jetzt nicht wahnsinnig mühsam zum Bedienen, darum können wir mal durchgehen lassen. Das Infotainment finde ich wirklich sehr gelungen. Das ist wahrscheinlich eines der besten. Das ist so ein Startmenü, das man hat. Über den Home-Button kommt man in all die weiteren Menüs, die man hat, braucht. Streaming-Sachen, Fahrzeugeinstellungen. Man hat wie beim iPhone oder beim Nattel so ein bisschen zum Abswipen, wo man weitere Sachen kann ein- und ausstellen kann, wie zum Beispiel das Assistenzsystem, wo man jetzt nicht sofort direkt immer muss, Zugriff darauf haben muss. Und Klimaeinstellungen, leider über Touch, aber ich finde es ist recht gut gelöst. Wir haben hier unten trotzdem noch ein paar Knöpfe für die Sachen, die wir häufig brauchen, wie Fahrmodi einstellen. Wir haben hier Offroad-Modus Battery Hold, wo der Elektromotor einfach seine oder die Batterie ihre Ladung behaltet. Wir haben den vollen Elektromodus. Wir haben einen Hybrid-Modus, wo man wahrscheinlich das Auto am meisten drin fährt. Sport und Individual, wo man dann alles selber einstellen kann. Parking View, ganz klar. Wir haben das Hybrid-Menü, das uns die Ladung zeigt vom Auto. Die weiteren Fahreinstellungen, die ich vorher per den Abswipe auch darauf Zugriff habe. Cool finde ich da einen kleinen Fingerscanner, wo man eigentlich dann, wenn man mehrere Nutzer hat oder die Familie unterschiedliche Leute das Auto fahren, kann man einfach per Fingerprint sozusagen sein Profil einstellen, was ich wirklich noch gelungen finde. Und da die Lautstärke auch über einen effektiv Knopf, den man drücken kann, finde ich wirklich noch cool. Was ich sehr cool finde, ist die automatische Sitzpositionierung. Das heisst, ich gebe da meine Körpergröße an. 1,88. Und dann tut Mercedes den Sitz so einstellen, wie es für meine Körpergröße perfekt wäre. Ich würde sagen, passt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Anhänger montiert habe und ich weiss, ich habe eine sehr schwere Route vor mir, kann ich die Option Anhängerroute auswählen und dort oder extra, wenn es zu enge Kurven sind oder irgendwelche Höhenlimiten hat, die Route nicht nehmen und dann mir etwas Alternatives vorschlagen. So, wie fährt sich der GLC? Erster Eindruck, wahnsinnig bequem. Also die Sitze sind super, perfekt eingestellt. Was ich sehr cool finde, ist wirklich die hohe Armaturenbrett dort. Man hat wirklich das Gefühl, man hockt tief im Auto. Wie vorher schon angetönt, das Interieur gefällt mir sehr gut. Man fühlt sich wie so ein bisschen Jetpilot, oder? Mit diesen Luftventilen da, mit dieser grossen Mittelkonsole, wo man alles drüber steuern kann. Das Steuerrad gefällt mir persönlich sehr gut. Das Head-Up-Display auch, man hat alle wichtigen Informationen drauf, es ist super klar, auch recht gross. Das Display unten wirklich schön designt. Also ich glaube, es sieht wirklich da jetzt gerade im sportlichen Design, sieht aus, als wäre es so ein Tunnel, wo man reinschießt in der Matrix. Also ja, es ist wirklich sehr schön gelungenes Interieur. Ein kurzer Launch, 5,6 Sekunden von 0 auf 100. Boah, das ist aber wirklich... Das ist impressive. Das ist wirklich impressive. Der zieht brutal durch. Das ist eben schön am Hybrid. Oder? Man hat nicht das Loch. Man hat in der Zeit, wo der Verbrenner muss abschalten, zuerst mal Drehzahl bauen, unterstützt den Elektromotor. Und wirklich super. Und in dieser Zeit hat er abgeschaltet, Tourenbild und dann geht es los. Also, wow. Ich glaube, viel mehr bräuchte ich nicht. Was das Auto natürlich wirklich gut kann, ist der Hybridmodus. Und ich glaube, das ist der Modus, wo man tagtäglich rumfahren damit. Die 100 km Reichweite elektrisch. Und man kommt super ins Geschäft. Wahrscheinlich auch noch Einkauf danach und so. Was ich auch super finde, man kann mit dem Elektromotor, der hier verbaut ist, kann man knapp etwas um die 130, 140 fahren. Das heisst, man kann auf der Autobahn ohne Probleme mit dem Elektromotor fahren, ohne eben, dass der Verbrenner überhaupt einschaltet. Das ist ja häufig der Fall, dass dann irgendwie aber eine gewisse Geschwindigkeit ab 80, 100 automatisch den Verbrenner einstellt. Da nicht. Wenn du genug Juice hast, kannst du bis auf 140 beschleunigen. Jetzt haben wir auch einen guten Ort zum kurz kehren und mal den Wendekreis testen, weil mit der Vierradlenkung ist das absolut wow. Okay, das ist impressive, wie schnell er jetzt da gedrillt hat. Laut Specsheet sind es glaube ich 11 Meter Radius zum Drillen, also Lenkradius, was wirklich sehr impressive ist.
So, kommen wir zum Fazit. In der Basisversion 73'000 Franken und mit ein bisschen konfigurieren, so wie er da steht, etwa 110'000 Franken. Aber das Auto fährt sich super, die Assistenzsysteme sind sehr gut, es ist mega bequem und es gibt schon Gründe, wieso das meistverkaufte Modell ist von Mercedes im Moment. Ich glaube, vor allem im Hybrid ist es wirklich eine gute Value Proposition, weil wenn alles, was du täglich brauchst, innerhalb von 100 km Reichweite ist, dann brauchst du eigentlich den Benzin oder den Diesel gar nicht. Das heisst, du fährst immer auf einem Elektromotor, der sehr bequem ist, plus natürlich effizient und kostengünstig. Also, das war es vom Car Review auf dem BMW Freight Channel. Abonniert, schaut nächste Woche wieder vorbei und geht Probe fahren.